Hallo und herzlich willkommen. Heute nehmen wir euch mit auf eine faszinierende Reise zurück ins Hochmittelalter und stellen euch eine außergewöhnliche Persönlichkeit vor. Dimut von Wessobrunn. Ihr Name mag euch vielleicht nicht sofort etwas sagen, aber wenn ihr an mittelalterliche Buchmalerei denkt, kommt ihr an ihr nicht vorbei. Denn gerade mittelalterliche Buchkunst steht wie keine andere für die Breite und für die Schönheit der mittelalterlichen Kunst. Leider sind so gut wie keine ihrer Buchmalereien überliefert, aber ihre Lebensgeschichte ist einzigartig. Die gebildeten Klosterinsassen wie Hildegard von Bingen sind das Aushängeschild des Ordens. Man kennt und bewundert sie wie in unserer Zeit einen Star. Also, lasst uns gemeinsam herausfinden, warum diese bemerkenswerte Frau als Meisterin der Buchkunst gilt. Dimut von Wessobrunn wurde um 1060 in Bayern geboren. Sie war eine geweihte Jungfrau, Reklusin und Buchillustratorin und lebte ein Leben, das für viele von uns heute unvorstellbar erscheint. Denn mit etwa 20 Jahren zog sie sich in eine kleine Zelle an der Kirchenmauer der Benediktinerabtei Wessobrunn zurück. Hier lebte sie als Reklusin, eine Art von Nonne, die ihr Leben in völliger Abgeschiedenheit nur mit Wasser und Brot verbrachte und so ihr Leben dem Gebet und der Buchmalerei widmete. So wurde sie wohl zu einer der bedeutendsten Buchmalerinnen ihrer Zeit. Sie war bekannt für ihre exquisiten und detaillierten Illustrationen, die den Texten ihrer Manuskripte Leben einhauchten. Leider sind im Laufe der Jahrhunderte ihre Werke zerstört worden. Einige Texte sind noch erhalten und zeigen, dass sie eine sehr schöne Handschrift hatte. Diese werden heute in der Bayerischen Staatsbibliothek aufbewahrt. Ein besonders faszinierender Aspekt von Dimuts Leben ist ihr Briefwechsel mit der Nonne Herluca von Bernried. Diese Briefe, die leider im Dreißigjährigen Krieg verloren gingen, gaben nicht nur einen Einblick in die tiefe Frömmigkeit, sondern zeigten auch den Austausch von Wissen und Gedanken zwischen Nonnen jener Zeit. Sie starb im Jahr 1130 mit ungefähr 70 Jahren in Wessobrunn. 70 Jahre später wurde eine Stiftung in ihrem Namen für schreibende Mönche eingerichtet. Und 1227 wurden Bestimmungen zur Feier ihres Gedenktages im Kloster Wessobrunn festgelegt. Fast 600 Jahre nach ihrem Tod wurden ihre Gebeine exhumiert und in die Klosterkirche überführt, wo sie mit einem besonderen Grabmal geehrt wurde. Leider gingen ihre Reliquien nach dem Abbruch der Klosterkirche 1810 verloren. Obwohl sie zu Lebzeiten großes Ansehen genoss, wurde ihr Leben und Werk erst nach ihrem Tod voll gewürdigt. Ihr Leben ist ein faszinierendes Beispiel für das kreative und spirituelle Leben im Mittelalter. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Dimut von Wessobrunn gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten.